Und war das auch die Position, mit der du begonnen hast, Tight End dann? Oder? Nee, überhaupt nicht. Defense End habe ich gespielt. Ach so, ja, spannend. Das ist also, War eine einfache Erklärung. Ich hatte nicht so viel Zeit und dann haben sie mir wohl auch gesagt, das ist relativ einfach zu verstehen. Geh da hin und ne, wie der Klassiker, hol mir den Ball. So. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das mal. Und dann hat das ganz gut geklappt. aber es stimmt, dass du im Herrenbereich direkt angefangen hast, Ja, ne? ja, ganz genau. Ich habe leider Gottes keinen Jugendfußball gespielt. Und du hast eben so schön erzählt bei den Dukes. Kannst du dich noch ans erste Training erinnern oder an die ersten Trainings erinnern? Wie waren die? Was war das Besondere für Ja, dich? das war tatsächlich, ist das alles noch ganz gut in Erinnerung, weil das waren auch sehr schöne Jahre. Also da war ja noch dieses Team-Ding richtig ausgeprägt sozusagen. Da habe ich auch zum Beispiel Andreas Heddergott kennengelernt. Ach, witzig. Ja, das war ganz tatsächlich und so ein paar andere Haudegen. Ja, da war das ja noch dieses, da wurde sich nicht viel Gedanken über irgendwelche sicherheitsrelevanten Informationen gemacht, so wie Ja, es ja heute zum Glück der Fall ist, sondern ja. das war wirklich so, hier ist ein Helm Pad, lauf da mal runter. So, und da hat mir aber auch keiner erzählt, zum Beispiel in irgendwelchen Special Teams, dass das erlaubt war, dass die Leute ungebremst durch dich durchlaufen. Ja, genau. So, und dann Andere bist du halt Zeiten. ab und zu mal abgeschossen worden, ohne dass du eigentlich richtig wusstest, was da los war. Aber es war trotzdem irgendwie eine coole Nummer, weil du bist danach nach dem Training in Trittau, da gibt es ja diesen großen See zum Mhm. Beispiel. Ja, da bist du halt mit der halben Mannschaft danach noch zum See gefahren, dann sind da alle rein und man hatte eine gute Zeit, ne, so als Mannschaft einfach. Ne, so. Ja. Und dann bist du ja irgendwie zu den Devils gekommen. Also, Ja, da hat tatsächlich auch ein Kumpel von mir, der auch in Trittau Football gespielt hat, das war Linebacker, Franco Gagliardo, einer meiner, noch immer meiner ältesten und engsten Freunde. Der wollte sich bei den Blue Devils beweisen. Der hat auch schon länger Football gespielt und so mhm. weiter. Und der hat mich eigentlich nur gefragt, weil er keinen Bock hatte, da alleine hinzufahren. Ja. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ist ja nicht so schlimm, kann ja alles nicht so wild sein, ich mache da mal mit. Und da gab es ja richtig noch große Tryouts, sozusagen, das war nicht zu vergleichen wie heute. Oder da war wirklich so, musste sich anmelden und dann gab es halt ein riesen Parovium von und das war ja zu diesen Hochzeiten der Blue Devils, Ja, ne, wo genau. die da, was ich, vor 15.000, 20.000 wurde ja gespielt. So und so bin ich dann zum Tryout der Blue Devils gegangen und habe einfach mal bei dieser Anmeldung angekreuzt Thailand. Habe ich vorher nie gespielt. Ich dachte, du machst ja eh nur einen Tag damit, dann kannst du ja auch mal was anderes machen. Ja, und am Ende bin ich da irgendwie kleben geblieben. Ne? Ja. Ist das richtig, dass das 1998 war? Ja, genau. Wo ihr dann. 97 im Winter war dieses Genau. Tryout sozusagen, Genau. genau. Und dann hattest du dein erstes Jahr bei den Devils und 1998 und bist ja direkt, habt ihr den Euro Bowl gewonnen. Ja, Das ist genau. richtig. Ja, das war eine ganz absurde Erfahrung für mich. Weil ich kam jetzt von den Triddor Dukes mit, keine Ahnung, Hilly, Peter und so weiter und komme dann da, ich werde das nie vergessen, in diese Tryouts alleine. Das war eine Riesenhalle, waren glaube ich über 130 Spieler, Zuschauer, da war ein Riesen-Hype und auf einmal bist du in dieser Mannschaft drin. Und ich werde das nie vergessen, in den ersten Team-Meetings, weil ich gar nicht gerafft habe, dass ich da wirklich dabei bin, hat der amerikanische Trainer damals, Chris Merritt, mich immer ausgerufen für irgendwelche Special Teams. Weil ich aber selbst gar nicht damit gerechnet habe, dass ich da in irgendeiner Rolle zu tragen komme, Ja. habe ich gar nicht reagiert. So, ich saß und dann habe ich immer nur gesagt, Namensson, Namensson. Ich so, hm. Ich? So, dann habe ich aber leider zu lange gewartet, deswegen wurde ich gleich wieder gestrichen am Okay. Anfang. Ja, aber somit war der erste Erfolg tatsächlich, war das Eurobowl-Spiel hier in Hamburg gegen Braunschweig, glaube ich, damals sogar. Ein Riesending. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du wahrscheinlich persönliche Ziele hattest. Irgendwie sowas wie, ich möchte so gut wie möglich werden oder vielleicht den German Bowl gewinnen oder irgendwas in der Richtung. Wie hat sich das dann angefühlt, wenn man dann sagt so, hey, erste Saison und man darf dann, also erste Saison bei den Blauen und dann darf man so einen Pokal als Team hochhalten. Magst du Ja, was zu du, sagen? das war ziemlich, tatsächlich auch ein Stück weit befremdlich. Also für mich war dieses Ziel eigentlich überhaupt erstmal in dieser Mannschaft. Ich habe das lange gar nicht verstanden, dass ich wirklich jetzt dazugehöre, weil das war damals in Hamburg
die absolute Nummer eins und wir sind da ins Trainingslager mit, was weiß ich, 90 Leuten und ich weiß nicht wie viele Trainern. Da habe ich gar nicht über Endspiele nachgedacht oder über Europol, sondern einfach so, was machst du denn hier eigentlich beim Training? Und eine Offense habe ich vorher nicht gespielt, hatte ich somit keine Ahnung, musste mir das alles noch so wie Bilder erstmal vorstellen. Und das waren so meine Ziele, mich da erstmal so ein bisschen durchzuwursteln, um überhaupt erstmal da Fuß zu fassen. Ne? Ja, und also das war dein erstes Jahr im Prinzip, wo ihr dann den, ja, den Pokal gewonnen habt und du dich, wie soll man sagen, das Gefühl hattest, jetzt muss ich erstmal reinkommen, das Ganze in das Team, mich integrieren. Das war so das erste Ziel für dich Ja, in genau. dem Ich Fall, hatte so oder? ein bisschen glückliche Unterstützung mit Stefan Schumann zum Beispiel, der ja auch bekannt Ja, ist mittlerweile, hier als Trainer ja auch tätig. Und Frank Fischer ist ja, in Hamburg ja auch ein Name. Ich sage mal, die beiden haben mich so ein bisschen unter ihre Flügel genommen und das war eine gute Zeit. Da hatte ich sehr gute Menschen um mich ja. herum, die mich positiv gepusht haben und das hat gut geklappt.